Ein deutsches U-Boot verlässt 1945 Deutschland. Mit an Bord sind die modernsten deutschen Waffenentwickler und führende deutsche und ausländische Experten und Wissenschaftler, die bei drohender Gefangenschaft den Auftrag hatten, die Unterlagen zu vernichten und danach Selbstmord zu begehen. Dann habe ich erfahren, wie wertvoll, wie hochwissenschaftlich viele Dinge waren, die in dieser Ladung drin waren. Mit im Gepäck kleine Pakete, 25 x 25 cm groß und schwer wie Blei mit der Aufschrift U-235. Die japanischen Offiziere an Bord, und bevor die Kisten in die Laderäume kamen, haben die oben gesessen, haben U-235 draufgeschrieben. Und dann hat es geheißen, die können nicht mal U-234 schreiben. Am 6. August die erste Atombombe in Hiroshima fiel. Also für mich war das klar, das ist von uns zurückgebaut worden. Ein junger U-Boot-Kommandant bricht zu einer der geheimsten Operationen des Zweiten Weltkrieges auf. Die Alliierten sind ihm dicht auf den Fersen, da sie um die Wichtigkeit dieser Operation wissen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Dieses Boot darf sein Ziel unter keinen Umständen erreichen. Eine erbarmungslose Jagd beginnt. An Bord sollen sich Baupläne und das Material für eine Atomwaffe befunden haben. War das den US-Amerikanern deswegen so wichtig, das U-Boot in ihre Hände zu bekommen? Lieferten diese Baupläne und Materialien den US-Amerikanern den letzten Baustein für eine funktionsfähige Atombombe? War der Trinity-Test im Juli 1945 erst möglich durch die Fracht auf U-234 und war der Trinity-Test nicht der erste Kernwaffentest der Welt? Unsere zuverlässige Quelle aus Deutschland teilt mit, die Deutschen haben in Thüringen 2 Explosionen mit großer Kraft durchgeführt. Testete Deutschland bereits 1944 seine erste Atombombe und wollte man seine Verbündeten Japan diese Pläne und das Rohmaterial mittels dieses U-Bootes zur Verfügung stellen? Vorher, im November 1944, hatte ein Agent von Vorbereitungen berichtet. Die Deutschen stehen im Begriff, Tests einer neuen Geheimwaffe durchzuführen, die eine große Zerstörungskraft besitzt. Warum unterliegen die Unterlagen über diese Vorgänge bis heute der strengsten Geheimhaltung? Was will man der Weltöffentlichkeit vorenthalten? Kam die erste Atombombe aus Deutschland und war man nur in der Lage, diese Waffe zu bauen, weil man die Pläne und eine fertige Bombe erbeutete? Bis heute ist das wohl das am besten gehütete Geheimnis der Welt. Die Passagierliste ist mehr als brisant. Es befanden sich hochspezialisierte Passagiere an Bord. Zivile Raketen- und Düsentriebwerkingenieure aus Peenemünde, ein Luftwaffengeneral, Radarexperten für Geräusch- und Elektrizität absorbierende Technologie, also eine frühe Stealth-Technologie. Heute sind die US-Amerikaner führend in dieser Technologie. Spionageabwehrexperten und 2 japanische Offiziere, die zuvor in Deutschland die Waffentechnologie studierten. Obwohl bis heute alle Unterlagen geheim sind und nur wenig über die Frachtpassagiere und ihren Auftrag bekannt ist, da selbst Tagebücher von Besatzungsmitgliedern als geheim eingestuft wurden, ist man sich sicher, bereits alles darüber zu wissen. Hat der Kommandant von dem, was da alles an Bord gekommen ist, nichts gewusst. Doch gibt es noch zu viele offene Fragen. Experten gehen davon aus, dass sich wesentlich wichtigeres Material und Unterlagen an Bord des deutschen U-Bootes befanden. Hochwissenschaftlich viele Dinge waren, die in dieser Ladung drin waren. Dass alleine einige Tonnen Blaupausen waren, die also die neueste deutsche Technologie zum Inhalt hatten. Captain ließ verlautbaren, dass dies eine sehr wertvolle Prise sei. Dass auf dem Boot Dinge wären, die von entscheidender Bedeutung für unseren Kriegserfolg, aber auch für den der Japaner sein könnten. Dass es sich um die neueste deutsche Technik handeln würde. Auch wird ein Zusammenhang mit einer Atombombe hergestellt und von Experten für wahrscheinlich gehalten. Das U-Boot war ein Gottesgeschenk. Zur rechten Zeit, am rechten Ort. Doch wird eines klar. Auf diesem U-Boot befand sich mehr als heute zugegeben. Alles Hirngespinst oder Spekulation? Wenn dieser Vorfall in eine der beiden Kategorien einsortiert werden kann, warum sind dann nach fast 80 Jahren die Unterlagen und Tagebücher der Soldaten immer noch geheim? Dass wir weniger als die halbe Wahrheit erfahren haben, wird klar, wenn man diesen Vorfall genauer beleuchtet und die Zeugenaussagen richtig deutet. In dieser Dokumentation erfahrt ihr, was sich auf diesem U-Boot befand, wer die Passagiere waren und was bis heute unklar ist. Das letzte U-Boot U-234 und seine kostbare Fracht.
Vorweg sollte jedem bewusst sein, dass Unterlagen von militärischen Operationen aus einem Grund der Geheimhaltung unterliegen. Man will nationale Interessen schützen. Wenn nach fast 80 Jahren immer noch eine Klassifizierung herrscht, dann kann man sicher sein, dass in diesen Unterlagen Dinge beschrieben werden, die den Lauf der Geschichte verändern könnten. Jeder, der behauptet, man hätte diesen Vorfall restlos und bis in das letzte Detail geklärt, offengelegt und bewiesen, verbreitet Unwahrheiten oder will Desinformation streuen. Jeder, der diese Behauptung als wahr erachtet, spekuliert auf derselben Ebene wie die Menschen, die diese Theorie anzweifeln. Das U-Boot U-234 war ein Typ 10 und somit der größte U-Boot-Typ der deutschen Kriegsmarine. U-234 war als Minenleger vorgesehen. Es wurde in der Germania-Werft umgebaut. Warum ein Umbau stattgefunden hat, war streng geheim. Das Boot ist in die Germania-Werft zum Umbau gekommen. Und wir haben aber, warum, weshalb wir umgebaut worden sind, im Moment nichts erfahren. Es gab Spekulationen, ja, wir machen einen größeren Einsatz, aber es war im Moment bei unseren Mannschaftsdienstgraden nicht zu erfahren, wohin und weshalb. Warum das U-Boot also umgebaut wurde, sollte der Besatzung nach und nach bekannt werden. Nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen sollte die streng geheime Operation anlaufen. Kiel, 25. März 1945. Das U-Boot macht sich bereit zum Auslaufen und wird beladen. Spätestens hier wurde der Besatzung klar, dass dies keine normale Fahrt werden sollte. 240 Tonnen nahm U-234 an Bord, darunter die geheimsten deutschen Waffenentwicklungen. Doch stiegen auch noch Passagiere hinzu. Auch 2 japanische Offiziere standen am Hafen. Kein Zweifel mehr unter der Besatzung. Jetzt wusste jeder, dass hier eine große Sache am Laufen war und sie Teil dieser geheimen Operation sein würden. Die Mannschaft verlädt die geheime Fracht auf U-234. Soweit ich mich erinnere, hat der Kommandant von dem, was da alles an Bord gekommen ist, nichts gewusst. Denn er hat versiegelte Ladelisten gekriegt. Mysteriöse kleine Pakete, ca. 25 x 25 cm groß, aber schwer wie Blei, gut bewacht von den japanischen Offizieren, befinden sich unter der Ladung. Bevor diese Pakete auf das U-Boot kamen, beschrifteten die Offiziere sie mit U-235 und lassen sie von der Besatzung in Kisten verladen. Kleine Pakete, die sehr schwer waren, schwer wie Blei. Die Besatzung staunte und war sich sicher, dass es sich um einen Fehler handeln müsse, denn ihr U-Boot war das U-Boot U-234 und nicht U-235. Wie das Boot geladen worden ist, waren die japanischen Offiziere an Bord. Und bevor die Kisten in die Laderäume kamen, und haben die oben gesessen, haben U-235 draufgeschrieben. Und dann hat es geheißen, die können nicht mal U-234 schreiben. Doch war diese Beschriftung nicht die Bezeichnung des Bootes, sondern des Inhaltes. U-235 bereits fertig angereichertes Material zum Bau einer Atombombe. Zudem wurden noch 560 Kilo Uranoxid verladen, eine enorme Menge des kostbaren Rohstoffes. Auch soll sich mindestens eine in Teile zerlegte Messerschmitt Me-262 unter der Fracht befunden haben, der erste Strahltriebjäger der Welt. Heute wird gerne unter Kritikern angebracht, dass ein solches Flugzeug niemals in einem U-Boot Platz gefunden hätte. Doch war es technisch möglich, dieses Flugzeug in Einzelteilen auf U-234 zu verladen, inklusive seiner Baupläne. Zudem waren noch modernste Zündmechanismen für Bomben, modernste Munitionstypen zur Luftabwehr, Turbinen von Junkers, eine Gleitbombe vom Typ HS-293, modernste Kameras der Firma Leica, Blaupausen der Messerschmitt Me 163, Spitzname Kraftei, V1 und V2 Raketenteile, die Pläne für eine ganze Fabrik für den Flugzeugbau. Auch Quecksilber war in den Ladungslisten aufgeführt. Was wollte man mit dem Quecksilber? Stand dieses Quecksilber mit einem Wissenschaftsoffizier der Luftwaffe in Verbindung? Der Empfänger dieser geheimen Ladung war das kaiserliche Heer Japans. Die Passagierliste ist ebenso brisant wie die Fracht. Der Luftwaffengeneral Ulrich Kesseler, angeblich sollte dieser Militärattaché in Tokio werden, obwohl jedem bewusst war, dass der Krieg fast verloren war. Ihm folgte sein Adjutant Leutnant Erich Menzel, Radarspezialist und Luftverteidigungsexperte. Oberstleutnant Fritz von Sandrath, Experte für Luftverteidigung. Heinrich Hellendorn, Experte zur Flugabwehr von Schiffen. Kai Nieschling, Spionageabwehr, Betreuung für über 2000 deutsche Soldaten in Japan. Er sollte Spione aufspüren. Gerhard Flacke, Marinekonstrukteur. Heinz Schlicke, Wissenschaftler Kriegsmarine. August Bringenwald, Experte Messerschmitt Me-262. Franz Ruf, Experte für Industrieanlagen. Und 2 japanische Spezialisten, die Offiziere Korvettenkapitän Hideo Tomonaga, führender U-Boot-Ingenieur, und Leutnant Genzo Shohi, Flugzeugexperte. Nur diese beiden japanischen Offiziere kennen den eigentlichen Auftrag dieser streng geheimen Operation.
Wie wichtig diese Operation tatsächlich war, zeigt eine Zeremonie der Japaner. Dabei wurde dem Kommandanten Kapitänleutnant Heinrich Fehler ein Samurai-Schwert übergeben. Dieses Ritual bedeutet, dass sie ihr Leben in die Hände des jungen Offiziers legen. Ein heiliges Ritual der Samurai. Diese beiden Offiziere beschriften also die Kisten mit dem kostbaren Uran-235, wohlwissend über die Bedeutung für Japan in seinem Überlebenskampf. Sie benötigten dringend eine Wunderwaffe, denn die japanischen Militärs wussten, dass der Anfang vom Ende bereits begonnen hatte. Man teilte meinem Vater mit, dass er auf einem deutschen U-Boot nach Japan heimkehren werde. Im Gepäck die Pläne für eine neue Waffe. Doch wie kam es dazu? Berlin 1938, Kaiser-Wilhelm-Institut. Otto Hahn entdeckt die Kernspaltung. Ab diesem Zeitpunkt war Deutschland das erste Land der Welt und dementsprechend führend in der Kernphysik. Der Grundstein eines neuen Zeitalters wurde in Berlin gelegt. Diese Technologie wurde unter strenger Geheimhaltung weiter erforscht und entwickelt. Laut Geheimdienstberichten gleich dreier Nationen führt das Dritte Reich bereits 1944 mindestens 2 Atomwaffentests in Thüringen durch. Im Bericht heißt es: Unsere zuverlässige Quelle aus Deutschland teilt mit, die Deutschen haben in Thüringen 2 Explosionen mit großer Kraft durchgeführt. Die Quellen dazu wurden überprüft und bestätigt. Wir wissen ganz genau, es ist eine bewährte, überprüfte Quelle gewesen. Diese Quelle hatte Zugang zu Bereichen der SS, die mit Waffenentwicklung im Atombombenbereich vertraut waren. Die Testbomben wurden als Behälter bezeichnet. Diese waren sehr klein und weit von den US-amerikanischen Trinity-Tests entfernt. In einem der DDR-Befragungsprotokolle aus den 60er Jahren sagt ein gewisser Klempnermeister Rundnagel, dass sich in einem Panzerschrank 2 Atombomben befunden haben sollen, die nur ein paar Dezimeter groß und um die 8 Kilo schwer waren. Kurz vor Ende des Krieges verschwanden die Wissenschaftler. Wahrscheinlich ergaben sie sich mit 400 anderen Wunderwaffenspezialisten in Süddeutschland den Amerikanern. Wegen der relativ geringen Sprengwirkung nicht ganz überzeugt, dass die Deutschen eine Atombombe wie auf dem Bauplan zündeten. Eher ein Testmodell. So testeten die Amerikaner eine Atombombe, die wirklich zum Einsatz kommen sollte. Die deutschen Ingenieure und Physiker jedoch nur kleine, abgeschwächte Bomben. Die Ergebnisse sollten dann einfach auf größere Bomben hochgerechnet werden. Ob das auf dem Rohstoffmangel resultierte oder weil man das eigene Gebiet nicht hochgradig radioaktiv kontaminieren oder der feindlichen Aufklärung den Test verheimlichen wollte, ist nicht bekannt. Der Test war ein Erfolg. Diese Waffe hatte gigantische Zerstörungskraft, sogar im kleinen Test. Anzunehmen, dass der Vater der Kernphysik, also Deutschland, sich, und das zu Kriegszeiten, von seinen Feinden an der Forschung und Entwicklung abhängen ließe, ist im besten Falle als naiv zu bezeichnen. Kenntnisse besitzt. Da ist alles so genau beschrieben, als würde es vom Erfinder der Bombe selber kommen. Sowjetische Physiker erkennen in dem deutschen Konstruktionsplan sogar fortschrittliche Elemente, wie die Verwendung einer Hochspannungsentladungsröhre, die später Eingang in modernere Waffen gefunden hätten. Sergei Lev Davidov hat selbst sowjetische Atombomben getestet. Und er zieht einen verblüffenden Vergleich. Sie ist wie eine Kopie unserer Bombe. Oder unsere ist die Kopie. Auch dem verbündeten japanischen, ebenfalls im Krieg befindlichen Kaiserreich, blieben die deutschen Erfolge nicht verborgen. Bereits 1943 hat Japan in geheimen Telegrammen an Berlin um Unterstützung gebeten. Immer und immer wieder. Und Hitler persönlich gab den Befehl, Japan zu unterstützen. Bereits 3 japanische U-Boote, vollbeladen mit deutschen Uranerz, machten sich auf den Weg nach Japan. Alle U-Boote wurden von den Alliierten versenkt. Das Uran dafür kam aus St. Joachimsthal, Sudetenland im heutigen Tschechien. Bereits 1940 gab es eine monatliche Ausbeute von 1 Tonne Uran. Doch gab es in Thüringen riesige Vorhaben an Uran. Doch diese waren streng geheim. Und auch Japan wusste nichts von den dortigen Minen. Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs wurde von der Wismut Uran in Thüringen gefördert und zum Bau von sowjetischen Kernwaffen genutzt. Genügend Uran war in Deutschland vorhanden, wie sich zeigt. Alleine die Tatsache, dass Deutschland seinem Verbündeten Japan 560 Kilo Uran noch im Jahre 1945 zur Verfügung stellen konnte, zeigt, dass genügend dieser Ressource vorhanden war. Auch das schwere Wasser zur Anreicherung war in riesigen Mengen vorhanden, da es nahe der österreichischen Stadt Melk unterirdisch produziert wurde und nicht wie angenommen die Produktion in Norwegen wegen Sabotage im Jahre 1944 eingestellt werden musste. Ich verweise auf meine Reportage zum unterirdischen Schwerwasserwerk Deckname Quarz. Erster Link in der Videobeschreibung.
U-234 war beladen und stach am 25. März unter dem 34-jährigen Kapitänleutnant Vehler in See. Seine Route führte es nach Norwegen und von dort aus in den Atlantik. Unbehelligt schlüpfte U-234 durch die Sicherungspatrouillen, die das Meer zwischen Schottland und Island überwachten. Die Alliierten fingen den Funk ab und entschlüsselten die deutschen Funksprüche. Ihnen war die Wichtigkeit der Operation bekannt. Sie erkannten die geballte Fachkompetenz der Wissenschaftler und Experten, die sich auf dem Boot befanden. Jedoch die Ladung war weiterhin unbekannt. Die Alliierten setzten alles daran, das U-Boot abzufangen, wenn nötig es zu zerstören. Erkannten sie doch, dass bei Erreichen Japans eine neue Bedrohung auf sie zukam. Mit allen Mitteln wurde das U-Boot gejagt. Alles an Kriegsschiffen, was zur Verfügung stand, wurde eingesetzt. Laut der Besatzung gab es unzählige Angriffe durch alliierte Schiffe. Die heftigsten waren mit bis zu 200 Wasserbomben pro Stunde. Manchmal kamen 200 Wasserbomben pro Stunde. Doch das deutsche U-Boot tauchte wesentlich tiefer als die angegebene Zerstörungstiefe und die Alliierten warfen die Bomben nicht tief genug. Ich glaube, die größte Tiefe haben wir 280 Meter erreicht. Dafür war das Boot von der Werft gar nicht konstruiert. Aber Notrettung mussten wir, weil die auch nicht wussten, die haben gedacht, halt, die Werfgarantie war, glaube ich, 90 Meter oder 100 Meter für die Boote. Und danach haben die auch die Wasserbomben eingestellt. Die konnten sie ja an der Tiefe einstellen, wann die detonieren sollten. Und weil wir so tief waren, sind die Wasserbomben über uns detoniert. Das U-Boot entkam mehrfach. Es musste eine schreckliche Situation an Bord geherrscht haben. Doch die Alliierten jagten es erbarmungslos weiter. Es musste mit allen Mitteln verhindert werden, dass es Japan erreicht. Dann bekommt der Funker folgende Nachricht von Großadmiral Karl Dönitz. 6 Jahre U-Bootskrieg liegen hinter uns. Ihr habt gekämpft wie die Löwen. Eine erdrückende materielle Übermacht hat uns auf engstem Raum zusammengedrängt. Von der verbleibenden Basis aus ist eine Fortsetzung unseres Kampfes nicht mehr möglich. U-Bootsmänner, ungebrochen und makellos legt ihr nach einem Heldenkampf ohnegleichen die Waffen nieder. Kaloi Vehler hielt diesen Funkspruch für eine Kriegslist der Alliierten. Das U-Boot hörte Radiosender ab, um festzustellen, ob der Krieg wirklich aus ist. Und in der Tat, die Wehrmacht hat kapituliert und die Kampfhandlungen sind eingestellt worden. Kaloi Vehler bespricht sich mit seinen Offizieren. Dann wird die Mannschaft informiert. Vehler will kapitulieren. Die japanischen Offiziere reden auf ihn ein, pochen auf die Wichtigkeit dieser Operation, versprechen Vehler und seiner Mannschaft eine gute Behandlung und stellen eine gute Zukunft in Japan in Aussicht. Doch Vehler weiß, dass er als Pirat verurteilt werden würde, wenn er den Kapitulationsbefehl verweigern und seinen Auftrag fortsetzen würde. Die Japaner wurden unter strenge Kontrolle gestellt, da sie als Experten in der Lage waren, das U-Boot zu zerstören. Sie zogen sich auf ihre Kabinen zurück, beratschlagten sich und waren sich einig, dass es unehrenhaft sei, den Auftrag durch die Vernichtung unbeteiligter Menschen zu beenden. Sie schreiben einen Abschiedsbrief und nehmen sich durch eine Überdosis Schlafmittel das Leben. Wie ritterlich diese Offiziere handelten, steht ohne Zweifel. Ehrenvolle Menschen, die sich ihrer Verantwortung bewusst waren. Die Leichen der Japaner bestattete man mit militärischen Ehren auf See. Bei der Bestattung wurden auch Geheimdokumente versenkt. Um was für Unterlagen es sich handelte und wie viele es waren, ist gänzlich unbekannt. Es werden die wichtigsten gewesen sein, da genug hochrangige Offiziere an Bord waren, die um die Wichtigkeit dieser Dokumente wussten. Und man wollte dem Feind nur das übergeben, was ihm in die Hände fallen sollte. Ob dabei das Uran U-235 und die Unterlagen für die Verwendung des Quecksilbers waren? Sehr wahrscheinlich. Doch ein Mann wusste, was Uran-235 ist und was man damit machen wollte. Jetzt die Unterlagen zum Quecksilber. Was hat es damit auf sich? Besser gesagt, das Projekt mit dem heute bekannten Namen Die Glocke war der Luftwaffe unterstellt und General Kesseler für Geheimsachen der Luftwaffe zuständig. Hat er Unterlagen dieses bis heute mysteriösen Projektes an Bord gehabt? Hat General Kesseler die Unterlagen ebenfalls dem Meer übergeben? War sein Auftrag wirklich, als Militärattaché an Konferenzen teilzunehmen und Ansprechpartner für 2000 deutsche Soldaten in Japan zu sein? Zu Kriegsende hatte man seine Dienste in Deutschland wesentlich besser gebrauchen können. Auch hier gibt es große Zweifel an der offiziellen Version seiner Anwesenheit. So haben die Nationalsozialisten seinen wahren Auftrag verschleiert. Nur die beiden bereits toten Japaner wussten von seinem echten Auftrag. Was übergaben die Deutschen wirklich alles der See? Wir werden es nie erfahren, da das Meer diese Geheimnisse für immer geschluckt hat. Der Sektor des Atlantiks, wo sich Vehler mit seinem U-Boot befand, war der kanadische Sektor und er müsste sich den Kanadiern ergeben. Doch er wollte unter allen Umständen in US-amerikanische Gefangenschaft. Er nahm Kontakt auf. Er bekam prompt Antwort, was er zu tun hätte. Die Soldaten von U-234 empfanden die alliierten Forderungen demütigend. Sie sollten Waffen und Munition über Bord werfen, Torpedos unbrauchbar machen
und eine schwarze Fahne an das Seerohr hängen und es ausfahren. Für einen Seefahrer eine zutiefst demütigende Aktion. Vela sendete falsche Koordinaten. Schnell bemerkten die Kanadier diese List und lieferten sich mit den US-Amerikanern ein Wettrennen um die Gefangennahme des U-Bootes. Am 14. Mai 1945 sichtete der US-Zerstörer USS Sutton das deutsche U-Boot. Ein Prisenkommando, bis unter die Zähne bewaffnet, übernimmt um 23:30 Uhr das deutsche U-Boot. Bei der Nachfrage, um welches U-Boot sich es handeln würde, fragten die Amerikaner nochmal nach. Die Deutschen erwiderten, ja, wir sind U-234. Daraufhin brach Hektik unter dem Kommando und der Offiziere der USS Sutton aus. Ein Offizier sagte, wir haben sie wirklich. Sofort kamen Mannschaften mit Geigerzählern auf das U-Boot. Erst da wurde der Besatzung klar, was sie dort eigentlich transportierten. Die Besatzung beschwerte sich über das Prisenkommando und ihre Behandlung. Obwohl die Männer sich rechtmäßig ergeben hatten, wurden sie wie Verbrecher von den US-Amerikanern behandelt. Kapitänleutnant Vela sagte zu dem US-Offizier Charles Winslow, Ihre Männer haben uns wie Kriminelle behandelt. Er erwiderte über den Dolmetscher, genau das sind sie. Bei gezogener Waffe wurde jede Körperöffnung gründlich durchsucht. Die müssen uns alle für Verbrecher gehalten haben. Die Illusion einer besseren Behandlung durch die Amerikaner war ein Trugschluss. Doch konnte man das U-Boot nicht direkt auf See entladen. Das U-Boot wurde nach Portsmouth, New Hampshire verbracht. Bei Ankunft in Portsmouth ist jedoch alles anders als bei vorherigen Ankünften erbeuteter deutscher U-Boote. Presse und Reporter erhalten auf Befehl von US-Offizieren keinen Zutritt zum Hafen, wo U-234 anlegte. Alleine Militärkamerateams halten die Ankunft fest. Die Wachsoldaten hatten Schießbefehl, falls jemand versuchen würde, mit den deutschen Soldaten zu sprechen. Warum sollte man so einen Befehl erteilen, der die Erschießung der eigenen Leute und Journalisten vorsah? Etwas sehr Geheimes musste sich auf dem U-Boot befinden. Die US-Amerikaner halten die Szenen des Verlassens der hochrangigen deutschen Offiziere fest. Mit Bussen wurden die Deutschen sofort in ein Gefängnis gebracht. Dort wurde ihnen alles an persönlichen Gegenständen weggenommen. Nur ihre Kleidung durften sie behalten. Sofort wurden sie einzeln verhört. Man will alle Einzelheiten über die Ladung erfahren. Bei dem Verhör da, die wussten besser Bescheid wie ich. Die wussten, sie waren da und da waren sie doch. Da habe ich gesagt, ach ja, das kann sein, fällt mir ein. Die wussten besser Bescheid wie ich. Alles von jedem. Zeitgleich wurde U-234 entladen. Das Ladeverzeichnis wird gefunden. Uranoxid konnte jetzt in einer Menge von 560 Kilo bestätigt werden. Diese Meldung geht sofort an sämtliche Geheimdienste in den USA. Doch die US-Spezialisten waren skeptisch. Sie fürchteten Sprengsätze. Sie sagten, wir glauben Ihnen nicht. Möglicherweise ist da eine Dynamitladung und wenn wir die Kiste öffnen, fliegen wir in die Luft. Ich entgegnete, Gentlemen, lassen Sie mich Ihnen eines versichern. Als wir Deutschland verließen, da hatten wir keine Ahnung, dass wir oder das Boot in Ihre Hände fallen würden. Wir sind davon ausgegangen, die Kisten in Japan oder irgendwo in Südostasien zu öffnen. Und wir hatten nicht die Absicht, uns selbst in die Hölle zu sprengen. Nach Entladen der Fracht kam ein Mann und begutachtete die Ladung. Der Mann war Dr. Robert Oppenheimer. Dieser Mann war für die US-amerikanische Kernwaffenentwicklung verantwortlich. Der wichtigste Wissenschaftler wurde hergebracht, um die Fracht zu begutachten. Die Amerikaner hatten zu wenig Uran und deshalb wurde bei dem Vormarsch in Europa eine Spezialeinheit beauftragt, Uran aufzuspüren und jedes Gramm sofort in die Staaten zu schicken. Die Operation trug den Namen Alsos. Major John Lansdale war für die Beschaffung verantwortlich. Als ich vom Uran an Bord des deutschen U-Boots hörte, war ich wie elektrisiert, denn ich wusste, wie nötig wir das Zeug brauchten. Uns war egal, wo es herstammte. Wir nahmen alles Uran, was wir kriegen konnten. Umgehend wurde das Uran nach Washington verbracht. Dort wurde es geprüft und nach Oak Ridge, Tennessee, Anlage K25, Urananreicherungsanlage. Hier wurde das deutsche Uran angereichert. Eine Woche später war das waffenfähige Uran fertig. Mitte Mai kam U-234 in den Vereinigten Staaten mit seiner Fracht an. Das Uran wurde untersucht, aufbereitet und am 16. Juni 1945 testeten die USA ihre erste Atombombe. Die zeitliche Reihenfolge ist erstaunlich. Das U-Boot war ein Gottesgeschenk. Zur rechten Zeit, am rechten Ort. Fand hier zumindest ein Teil des deutschen Urans den Weg in die Trinity-Testbombe oder war es das fertige Uran-235, was zuvor von den Japanern beschriftet und an Bord des Bootes verbracht wurde, welches den Weg in die Bombe fand? Zum Vergleich, die Uranbombe Little Boy besaß 64 Kilo Uran-235. Die Mannschaft sagte aus, dass diese kleinen Kisten von 25 x 25 cm schwer wie Blei waren.
Wurden diese Kisten an die USA übergeben oder wurden sie mit ihren Bewachern, den 2 japanischen Offizieren, den ewigen Wellen des Ozeans übergeben? Auskunft darüber würden die Unterlagen geben, doch sind diese bis heute unter Geheimhaltung. Doch alleine die Tatsache, dass sie immer noch geheim sind, zeigt, dass die deutsche Fracht beim Bau der Atombombe geholfen oder diesen erst ermöglicht hat, wenn es sich nicht gar um eine deutsche Atombombe handelte. Als dann am 6. August die erste Atombombe in Hiroshima fiel, also für mich war das klar, das ist von uns zurückgebaut worden. Wie weit die japanischen Physiker wirklich waren, erfuhren die US-Amerikaner nach der Kapitulation Japans. Sie waren schockiert über die Kenntnisse der Japaner. Es fehlte nur noch an ausreichender Menge Uran. Schnell begriffen die US-Amerikaner, dass sie den Japanern nur knapp bei der Fertigstellung der Atombombe zuvorgekommen sind. Es gibt Aussagen von US-amerikanischen Wissenschaftlern, dass den Japanern nur die Ankunft eines deutschen U-Bootes gefehlt hat, um das Wettrennen um die Atombombe zu gewinnen. Die Mannschaft von U-234 überlebte den Krieg. U-234 wird 2 Jahre später bei einem US-amerikanischen Torpedotest durch ein U-Boot versenkt. Die Ereignisse um das deutsche U-Boot U-234, seine Fracht und seine Passagiere sind mehr als mysteriös. Noch mysteriöser ist das Schweigen darüber und die immer noch gesperrten Unterlagen. Das wenige, was den Weg an die Öffentlichkeit fand, zeigt nicht ansatzweise die volle Wahrheit über die tatsächliche Fracht und den Auftrag der Passagiere an Bord von U-234. Bis diese Unterlagen nicht in Gänze der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kann man auch nicht mit Sicherheit sagen, was sich im Jahre 1945 ereignet hat.